meine Freunde, darauf habt ihr sicherlich sehnsüchtig gewartet. Ein neues Video zum Passat 35e. Es gibt ja nur deshalb so selten Filme, weil das eigentlich ein gutes Auto ist. Aber jetzt hat der Kleine ein Problem, und zwar ist er im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt. Wir wechseln heute auf Verdacht das Regelventil. Dieses Ventil regelt den Wasserfluss zwischen dem inneren Kreislauf am Motor. Da muss immer die gleiche Temperatur herrschen. Wenn es warm wird, macht es ein bisschen auf. Zwar ist das hier ab 87 Grad der Fall und dann läuft das Wasser durch den Kühler. Die Ventile haben folgende Eigenschaft: Mit der Zeit fangen die an, schwergängig zu werden. Die blockieren meistens nicht mal komplett, dann habt ihr sowieso gleich einen Motorschaden. Sie lassen einfach nur eine verringerte Wassermenge durch, dadurch, dass der Hub nicht mehr ganz funktioniert. Wenn der Fluss dann reduziert ist, wird es im Sommer zu warm, weil zu wenig warmes Wasser aus dem Motor strömt. Und im Winter ist es genau umgekehrt, da er nicht mehr ganz schließt, kommt zu viel kühles Wasser in den Motor und er bleibt kalt. Wenn wir schon mal dabei sind, das Kühlwasser draußen haben, wechsle ich immer ganz gern die Thermoschalter mit aus. Dann ist an der Baustelle auch mal wieder für ein paar Jahre Ruhe. Auch die haben die Eigenschaft, dass sich der Temperaturzeitpunkt oder die Zeitpunkte sich mit den Jahren verschieben. Problem bei der 2E-Maschine ist, das Thermostat sitzt hier in diesen Kühlmittelschläuchen, dahin ist das Gehäuse, aber um da ranzukommen, muss erstmal die Servopumpe weg. Um an die Servopumpe zu kommen, muss erstmal die Verkleidung der Riemen weg, weil wir müssen natürlich den Servoriemen demontieren. Die hat hier Schlüsselweite 8, 3 Schrauben. 3 Schrauben macht er mal genüsslich weg. Die zweite und die dritte Schraube sitzen oben. 2 und jetzt fehlt mir noch die dritte. Die sitzt da hinten im Eck. Leitung raus, da vorne ist sie nur gesteckt. Da musst du ein bisschen ziehen, dann nimmt er die Verkleidung raus. Die Spannschraube für den Riemen sitzt hier außen. Die zu lösen bringt jetzt aber nichts, weil ja oben die Gelenke noch geklemmt sind. Das ist einmal diese Schraube hier am Langloch, die müssen wir demontieren. Und da oben an der Achse ist auch noch eine Schraube. Ich beginne mal mit der Schlüsselweite 13. So, die einfach mal lose machen. Rausmachen können wir sie nachher noch, wenn die Pumpe, der Riemen entspannt ist. Die zweite Schraube gehört zur Achse hier. Das heißt, das ist das Gegenstück von der Schraube. Hier hinten seht ihr den Kopf. Und zwar hat die Schlüsselweite 16. Unübliches Maß. Dann macht er die obere Schraube auch gerade wieder locker. So, jetzt können wir an die Verstellung. Also erstmal ein 22er drüber und dann machen wir die Klemmschraube auf. Gerade ein bisschen locker machen, das reicht dann schon. Und jetzt können wir mit dem 22er die Riemenspannung einstellen. Seht ihr? Die reduziert sich wunderbar. Da wir den Riemen wieder benutzen, markiere ich die Laufrichtung und dann nehmen wir den Riemen ab und weg ist er. Die Pumpe selbst lassen wir mal im Gehäuse drin. Wir demontieren das ganze Gehäuse, also die Konsole der Pumpe mit der Pumpe zusammen. Hier, das Stellblech kann auch drin bleiben, aber dafür muss erstmal die Schraube hier raus. Und zwar komplett, weil die verbindet es ja mit dem. Die Konsole hat eine weitere Schraube, die hier an den Block geht. Die machen wir auch raus. So, lassen wir gerade mal so hängen, dann sehen wir auch, wann die Konsole kommt. Das war die 16er Schraube, auf der die Pumpe in der Konsole dreht. Dann kommt hier oben eine, da dürft ihr nicht dran lang, die gehört zur Klimaanlage. Und hinten dran sitzt eine mit 13er Kopf, mit der ist die Konsole befestigt. Die müssen wir auch noch lösen. Kommt gerade so oberhalb des Keilriemens durch und die ist ziemlich lang, muss aber raus. So. Okay. Eine weitere Schraube der Konsole geht hier oben zum Block. Die müssen wir auch lösen, auch wieder 13er Schlüsselweite. Aha, und jetzt seht ihr, jetzt wird auch schon alles locker. Die Schraube ist ja noch drin, also können wir die mal komplett wegmachen. Und dann müssen wir was drunter legen. Okay.
Das war die ganz lange. Jetzt legt er hier einen Klotz drunter, weil allzu lang werden die Leitungen nicht sein. Und dann macht er die letzte Schraube hier raus. So, wenn sie dann außen ist, könnt ihr die Pumpe mal Zentimeter, weiter geht sie gar nicht in den Leitungen. Allzu viel Bewegungsfreiheit haben wir mit der Pumpe nicht. Ich habe aber auch keine Lust, die Schläuche von der Pumpe zu entnehmen, sonst kriegen wir wieder eine Menge fürs Öl zu bezahlen. Wir machen die Halterung der starren Leitung los. Hier, hier und hier und dann kommen wir ein Stück runter. So, die schrauben mal auf und dann ganz raus, damit die Leitung Spielraum bekommt. Die Schrauben können wir gleich wieder eindrehen, weil die haben wir schon nicht. So, jetzt sind wir hier frei. Jetzt kriegen wir schon mehr. Und jetzt muss noch die andere Leitung. Die Schrauben sind hier von hinten mit einer 10er Schlüsselweite versehen. Aber die geht. Sind also ein bisschen verrostet, weil Problem ist, dass da unten das ganze Spritzwasser hinkommt. Und auch die macht er wieder ganz raus. Wenn ihr ganz draußen habt, bekommt die Leitung Freiraum. Seht ihr? Die geht gar nichts. Da geht nichts. Wenn die ausbohren muss, zerlegen wir das halbe Auto. Mit ein bisschen Rostlöser und Überzeugungskraft kommen die dann auch. Auch wieder ganz raus, dass wir viel Freiraum kriegen. Wir haben die Leitungen lose. Ich kann jetzt mit der Pumpe doch wesentlich weiter runter. So, jetzt kommen wir allmählich an das Thermostatgehäuse. Soweit kann ich. Wenn die Pumpe und ihre Konsole mal weg ist, sieht man hier das Gehäuse des Thermostatventils. Hat 2 10er Schrauben. Vorsicht, nur mal lösen. Erstens können die sehr bösartig sitzen und zweitens kommt natürlich leichtes Kühlwasser hinterher. Langsam kommt das Kühlwasser raus. Ein bisschen mehr machen wir noch auf. Dann können wir das ein bisschen schneller ablassen. Ja. Mit der einen Hand drücke ich das Gehäuse auf. Jetzt habe ich die zweite Schraube außen und dann könnt ihr das mit einem Schwung abziehen. Aufpassen, dass ihr nicht nass werdet. Hier sitzt der Thermostat. Jetzt müsst ihr die Löcher hier am Thermostatgehäuse gründlich putzen, nämlich da Wasser reinkommt. Das ist genau die Situation, dass nächstes Mal die Schraube nicht aufgeht. Dann kommt das Thermostat in dieser Richtung rein. Problem ist nur, das hält jetzt nicht, deswegen müssen wir das mal so ein bisschen dahin legen. Dann die Dichtung könnt ihr hier in den Deckel reinschieben. Und jetzt müsst ihr das alles zusammen reinkriegen, ohne dass das verkantet. Lustige Spielchen. Schönes Geduldsspielchen. Setzt ihr den am besten auch gleich noch damit rein. Und wenn das alles passt und frei dreht, habt ihr es gefunden. So ungefähr müssten wir hinkommen. Dann macht ihr mal eine Schraube rein. Gerade mal so weit andrehen, dass sich da nichts mehr Wesentliches bewegt. Dann kommt die zweite Schraube hier unten rein. So, und vor dass er die anzieht, schaut er nochmal mit dem Fingernagel hier durch, ob der Flansch überall passend liegt. Dann zieht er die mal ganz gefühlvoll immer wechselseitig an. Der Flansch muss sich jetzt parallel senken, sonst habt ihr die Dichtung irgendwo verwirkt. Aha. Gut. So, gerade mal so leicht anziehen, dann machen wir einen Drehmoment.
Drehmoment ist 10 Newtonmeter. Ich mache es in 2 Stufen. Jetzt sind wir erstmal bei 6 und dann kommen die finalen 10. Ist also gar nicht fest. Aufpassen. Das sind auch nur 6er Schräubchen. 10 Newtonmeter und 10 für die zweite. Jetzt ist das Thermostat schon wieder drin. Als nächstes kommt die Servopumpe wieder drauf. Die hat hier eine ganz lange Buchse und da kommt die lange Schraube rein, die ganz, ganz lange. So, wenn man die erste Schraube nur ein paar Umdrehungen drin ist, hält das Ganze wenigstens mal. So, mit den 2 Schrauben, also der superlangen und der mittellangen, schraubt er die mal so halbwegs in Position. Wenn die 2 von unten mal so halbwegs drin sind, dann versucht er die da oben zu finden. Da hinten, da oben in den Kanal kommt die dritte rein. Da müsst ihr die Pumpe wahrscheinlich ein bisschen anlupfen. Ja. Und die haben zum Glück alle Kegelspitzen. Und bevor es nachher klemmt, machen wir vor dem Festziehen der Schrauben auch noch gleich die Einstellschraube rein. Die Zähne müssen hier nach hinten, die gehen an den Rasten. Und drin ist sie. Können wir dann schon mal fast bis zum Ende eindrehen. Ist natürlich wieder irrsinnig lang. Gerade so weiter eindrehen, damit sie noch ein bisschen frei ist. Wir müssen hier an dem Stellrad noch drehen. Mal genüsslich anschrauben. Dann kommen wir auf die unteren. Auch gerade mal handfest. Und die auch gleich handfest. Wenn die Pumpe wieder in Position ist, können wir auch die Leitungen wieder festmachen. Gerade so, das reicht schon. Die Gewinde sind in diesen Haltern, das heißt, die kommen so von hinten und dann kommt die Schraube oben durchs Blech und jetzt müsst ihr das Gewinde da innen suchen. Wir haben ja Zeit bei VW, sich sowas zu überlegen. Weil es so hübsch war, haben sie das gleich hier nochmal konstruiert. Ich weiß auch nicht, also was die sich denken, dass Autos bauen. Die Schrauben hier zieht er natürlich auch wieder nur leidlich an, das reicht schon. Am besten kommen wir noch mit so einem flach gekröpften 10er Schlüssel, Ringschlüssel bei. Aber muss man natürlich auch erstmal haben. So, die Schläuche sind wieder in Position. Jetzt können wir die Konsole der Servopumpe anziehen. Dann 25 Newtonmeter für die Schrauben an der Konsole, die hintere auch. Und da oben auch noch 25 Newtonmeter. So, jetzt hält die Servopumpe wieder, beziehungsweise ihre Konsole, und kann nicht mehr runterfallen. Dann kommt der Riemen wieder drauf. Natürlich müssen wir die Richtung beachten. Ich hatte sie ja vorhin markiert. Der kommt einfach über die 3 Rädchen. Und dann müssen wir sie hier auf der Stellschraube ein bisschen zurückschrauben, dass wir maximal Platz haben. So ist der Riemen drauf. Jetzt kommt die Stellschraube vor. Gut. So zu, dass sie gerade noch beweglich ist, sonst müssen wir nachher so viel schrauben. Und jetzt kommt die Spezialeinstellung à la VW. Jetzt wird nämlich an der großen, an der 22er Außensechskant mit 4 Newtonmeter der Riemen gespannt. So, ihr seht, ich habe hier so einen Schlüssel mit einer Skala und beim gebrauchten Riemen nimmt man 4 Newtonmeter für die Riemenspannung. Jetzt auf 4 Newtonmeter und dann zieht er die Feststellschraube an. Okay. Anziehen haltet er hinten nochmal gegen und dann gibt es 25 Newtonmeter. Und 25 Newtonmeter. Okay. Im Langloch kommt auch noch 25 Newtonmeter. Und der große Gelenkbolzen oben bekommt 40 Newtonmeter. Der mit dem 16er Kopf. So, die Pumpe ist wieder drin.
Passt. Die Verkleidung für die Riemen wird hier eingesetzt, eingedrückt, rastet so ein und jetzt wird sie da hinten noch mit den 3 Schräubchen festgeschraubt. So, hier sind die Schräubchen und die ziehen wir jetzt noch gefühlvoll an. Vorsicht, sind nur Plastikclips. So, das reicht schon. Dann ist die Verkleidung auch wieder drüber. Unterm Auto sind wir jetzt nicht fertig. Wenn das Kühlwasser mal so weit raus ist, können wir die Chance ja gleich benutzen, um den Thermoschalter, also der die Lüfter einschaltet, am Kühler zu wechseln. Der sitzt hier oben links am Kühler bei dem Modell. So, den Stecker zieht er mal ab. Mit einigem Geruckel kriegt er den Stecker dann weg, den legt er mal auf die Seite. Dann braucht er, um das Ding rauszumachen, eine 29er Stecknuss. Okay, also fest sitzt er nicht. Viel Wasser kann hinkommen, die paar Tropfen lassen wir dann einfach runterlaufen. Und wir haben das Teil. So sieht er aus. Wir putzen die alte Dichtung weg. Müsst aufpassen, wenn da keine großen Rechte sind, geht es schon. Also fein muss es nicht sein. So ist wunderbar. Und dann schrauben wir gleich den neuen Thermoschalter ein. Okay, dann zieht er den mal ein bisschen leidlich an. Drehmoment machen wir gleich. So ist gut. Im Fummel kommt auch der Drehmomentschlüssel drauf. Im Etzoll stehen 35 Newtonmeter. Ich meine 25. Wie bei anderen Fahrzeugen von VW tun es auch. Und 25 Newtonmeter. Der Stecker hat eine Nase, geht also nur an einer Orientierung drauf und wenn er drauf ist, müsst ihr auch den Gummischutz drüber schieben. Der muss schön wasserdicht sein, wenn da mal was passiert. So, perfekt, erledigt. Ich habe in meinem Passat noch das Originalkühlmittel drin, gibt es ja immer noch zu kaufen, ist auch billiger wie das moderne Zeug. Das ist G11, das wird gemischt im Verhältnis 60-40 für meine geografische Lage. Also machen wir mal 700 Kühlmittel. Das füllen wir mal schön langsam ein. Dann kommt ein guter Liter Wasser dazu. Ihr füllt das mal bis Maximum auf. Wenn es eine Idee drüber geht, ist jetzt auch nicht schlimm, da ist noch eine Menge Luft im System. Wenn ihr mal auf Maximum seid, knetet ihr die Schläuche, und nämlich jetzt hört ihr richtig, wie das blubbert. Dann kriegt ihr nämlich die ersten Luftblasen schon raus und da oben sinkt es auch schon gewaltig ab. Nach einigem Drücken ist jetzt noch mal so ein Stück abgesunken. Ich habe es wieder aufgefüllt. Jetzt ist Zeit für den ersten Probelauf. Dann kann man ruhig mal starten mit offenem Gehäuse, nachher zumachen, dann blubbert er da oben ein bisschen besser. Bei dem Probelauf müsst ihr jetzt ständig die Temperatur beachten. Es kann sein, dass unten am Thermostat noch eine Luftblase ist und der Motor jetzt erstmal überhitzt. Also gut beobachten, wenn er zu heiß wird, aus, warten, die Luftblase löst sich irgendwann von alleine auf. Macht den Deckel drauf. Wir haben das jetzt einmal durchlaufen lassen, das Kühlsystem. Natürlich kamen wir jetzt in der kalten Temperatur nur bis zur ersten Lüfterstufe. Obwohl jetzt Druck auf dem Behälter ist, der Stand unter Minimum. Das ist die Luft, wo sich jetzt noch aus dem System rausgearbeitet hat. Ich muss allerdings jetzt noch ein bisschen warten, bis ich den Deckel aufmache. Dann füllen wir das nach. In der Zwischenzeit kontrollieren wir nochmal, ob alles dicht ist. Aha, da oben sieht man nichts, aber da ist das kalte Wetter auch wieder gut. Es würde, wenn er undicht wäre, gleich Dampfblasen geben. Und unten am Thermostatgehäuse ist auch alles dicht. Mittlerweile schon ein bisschen abgekühlt. Ich mache mal ganz vorsichtig, ihr seht, ein bisschen hat er noch gesprudelt, den Deckel auf.
Jetzt füllen wir noch auf Max. Und dann ist gut. Deckel drauf und der Passat kann wieder auf große Fahrt gehen. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.